Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pneuma. A state change on observation. Things in this world can change. Apparently between only two states though, on and off. Hopefully not indicative of my state of mind. Binary, between two extremes, two poles if you will. Okay, an und aus. But why does the world change between a few states? Changes only seem to occur in small degrees. Why? Why is the world quantized? It confuses me that there's a limited amount of states in this world. I think that there would be an infinite amount. Why would there need to be a limit unless there was a constraint? And why would there be a constraint? I sure hope it's due to incomprehensible macro-level relationships rather than the overwhelming simplicity of a system. That is a nightmare which I could not face. The implication would be clear. A wooden boy given the breath of life. Dieser erzählt jetzt gerade die Geschichte von Pinocchio. Egal. Soll mich nicht groß stören. Oh, gucken wir aber erstmal, was passiert, wenn wir hier rüber gehen wollen. Ob wir dann quasi abkürzen können. Hä? Ich habe das Spiel ausgetrickst. Oder auch nicht. Ich glaube, das war Quatsch. Okay, das hier muss auf... Mann. Beruhig dich. So. Okay. Also dieser Lichtstrahl brennt hier was rein. Das war dämlich. So. Und er muss wahrscheinlich da auf dieses Ding drauf. So. Ich gucke erstmal hier hin. Zack. Dann ist das zu. Das hintere müsste jetzt offen sein. So, und ich dachte, ich hätte jetzt was Trickiges gefunden. Ne. Zack. Jetzt hat sich irgendwo eine Tür geöffnet. Fragt sich nur, wo. Da. Auf der anderen Seite war nichts, ne? Nee. Continuous makes more sense than discrete, surely. All ideas are continuous, but the mechanics discrete. Nonsense. Clearly nonsense. The location of each item in the world is only accurate to a binary exponent width of 8 bits. Why? And still, it can only be observed by a keen eye for infinitesimal phenomena. Planck's constant, the universe's machine epsilon. Oh, what am I even saying? Paranoia, paranoia. Wenn ich jetzt wüsste, wo die hingucken müssen. So. Ich habe keine Ahnung. Hier steht auch nirgendwo ein Tipp dran. Guck jetzt. Dahin, der guckt dahin.
Ich hab doch keine Ahnung, Kinders. Nach dahin gucken geht ja nicht. Die können ja im Prinzip höchstens nach da gucken. Aber warum? Oder woher, besser gesagt, soll man wissen, wohin diese Scheißdinger gucken müssen? Ich komme mir gerade ein bisschen veräppelt vor. Ich habe gerade echt keine Ahnung, ne? Also, überlegen wir jetzt erstmal ein bisschen logisch. Gut. Überlegen wir mal ein bisschen unlogisch. Auch gut. Scheiße. Das Ding ist, ich habe echt keinen blassen Dunst. Also wirklich keinen blassen Dunst, was ich machen muss. Gehen wir mal in den Vorraum. Hey, geh auf. Gut. Gehen wir nicht in den Vorraum. Steht auch nichts drauf hier, ne? Guck mich nicht so scheiße an. Da hat sich irgendwas bewegt. Das war's? Ernsthaft? Ich habe jetzt mein Handy weggeschmissen, ey. Gut. War ja recht einfach, ne? Man muss einfach nur einen richtigen Winkel haben. So ein Scheißding, ey. Also ich meine, die Augen zur Tür zu drehen, das war jetzt gar nicht so schwer, ne? Das habe ich ja schon direkt quasi beim ersten Versuch geschafft. Aber jetzt darauf kommen, dass man wirklich so gucken muss, dass alle Augen irgendwie im Blickwinkel sein können und man trotzdem noch genügend Zeit hat, durch die Tür zu gehen, darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Also jetzt am Ende erst, ne? Weil durch Zufall, weil ich einfach auf die alle geguckt habe und dann habe ich gehört, die Tür bewegt sich irgendwie. Zumindest sind da irgendwie Ketten gegangen und dann, ja, war es das auch schon wieder. So, jetzt erstmal ein Belohnungskippchen. Denkt dran, Kinders, Rauchen ist böse. Grand! So many doors! The path still appears to travel onwards behind a large gate, but there are forks in this path. An opportunity to travel, see the universe, go along any path I desire. All this travelling, though. I would like a travelling companion. Someone to watch Ja. over me, help decide Das where ist to schon go, klar. watch my back, keep me company. Oh, but that's just silliness. I don't really need anyone. I'm a god. If knowledge is in the mind, to be alone is to experience all of knowledge. All the substance of knowledge exists within mind. Therefore, to suppose another, whose mind was unknowable or transient, would suppose a world in which all knowing was an impossibility. So it follows that being alone serves as a proof of my deity. In this way, it is a comfort to me that I am alone,
Others would be a difficult problem. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Hebeln gemacht habe. Gehen wir einfach mal hier rein. Wird schon schief gehen. Was ist das für ein Zeichen? Kann mir das jemand sagen? RR. Warte, dazu müsste man ja jetzt erstmal wissen, was Pneuma oder Pneuma überhaupt ist. Ne? Weil Pneuma ist ja griechisch, glaube ich. Irgendwie sowas. Ne? Bedeutet ja irgendwie Luft oder so. Ich versuche einfach nur herzuleiten, wegen Pneumatik. Ne? Und Pneumatik ist ja Windmühle oder so. Also da ist das zumindest vorhanden, ne? So. Ist das vielleicht This world Zeichen vom has rules, Geist? clearly. For one, I cannot walk through walls, which is disturbing. You'd think if I was a god, I could do what I wished. For the most part, I don't appear to be in control. Perhaps my subconscious is keeping the world in shape. Subconscious. A powerful part of mind, all along unobserved, subtle. I wonder what resides in this subconscious. Hier ist das schon wieder. Those thoughts that I'm not aware of. Not all of my decisions are wisely made under the full power of cognition. Some decisions are made outside of the conscious self. I seem to observe a lot of my actions with little or no control over them. I must still own these actions. What does a goddess do, though? Quite clearly, I'm busy doing all this god stuff. Walking about, thinking about stuff, solving problems, inventing problems to solve. Would she be my helper, or off doing her own thing? I'm a pretty big deal. If I had a goddess, I'd assume she'd want to be around me most of the time. But I feel like I'm too busy with all these challenges to possibly give her all of my attention. I mean, to be fair, it's likely to destroy her given my godlike intensity. Maybe I'd make her in my image. That would be amazing! 2 of me! Oh, we'd have so much in common. I'd quite like her to be lively. First, she'd have to be alive. Being alive is somewhat a prerequisite for being lively. Not created life yet. Was haben wir gemacht jetzt? It doesn't take a genius to see that I am a genius. Comparative statements are somewhat redundant where you're the lone wanderer of the universe. I think I'd like a goddess to share this with. We could walk around and talk about gold. Perhaps waste away the time discussing how brilliant I am. She could bask in my intellect and compliment me on my immense wealth. Perhaps she'd look like me too. Obviously she couldn't be as handsome. That would be unthinkable. Could I create a goddess more majestic than myself? Could I create a rock that I couldn't lift? Well, apparently I can create doors I cannot open. Ich hab's verstanden. I see as through a glass dimly, not knowing as I should know. Himmel. 1, 1, 1, 3. Oh, diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Muss ich hier vielleicht irgendwas machen? Hier ist jetzt kein Knopf, den ich übersehe, oder? Also, der muss eine Sonne sehen. Wenn ich hier mit 2 sehe, dann ist das wieder aus. Genau, so. Der muss eine Sonne sehen, der muss eine Sonne sehen. Der muss 3 sehen.
Wie sehe ich denn hier mit 3? Ich bin... weiß nicht. Ich bin am Arsch. Gibt's doch nicht, ey. So, mit dem sich ein, mit dem sich ein, mit dem sich ein. Wenn ich mich jetzt aber so bewege. Sehe ich wieder keinen. Ihr wollt mich doch verarschen, alle, ey. Na gut, ich überlege mir was und dann war es das erstmal für diese Folge und dann sieht man sich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pneuma. Bis dahin, abonniert meinen Kanal, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video. Ciao!